Stell dir vor, du hältst ein Buch in der Hand, das die gesamte Geschichte der Welt erzählt. Von der Erschaffung bis zu deiner eigenen Gegenwart. 1800 Bilder, gedruckt in einer einzigen Werkstatt, in einer einzigen Stadt. Und dann, ganz hinten, kommen Seiten, auf denen nichts steht. Diese Seiten sind nicht vergessen worden, sondern mit Absicht leer geblieben. Wer das Buch kaufte, sollte dort selbst eintragen, was noch geschieht. Denn die Männer, die es gemacht haben, rechneten damit, dass nicht mehr viel geschehen würde. Nach den leeren Seiten folgt nämlich das letzte Kapitel, und dieses Kapitel handelt vom Ende aller Dinge. Gedruckt wurde dieses Buch im Jahr 1493 in Nürnberg. Wir gehen jetzt einen Tag lang durch die Stadt, in der es entstanden ist. Wir schreiben das Jahr 1500, und es ist noch dunkel. Von Süden näherst du dich einer Mauer, die 5 Kilometer lang ist. Über 100 Türme stehen darauf, dicht an dicht wie Zähne. Davor liegt ein Graben, trocken und tief, in den kein Angreifer freiwillig hinabsteigt. Die Tore sind um diese Stunde noch geschlossen. Sie öffnen bei Sonnenaufgang und sie schließen bei Einbruch der Nacht. Wer draußen bleibt, der bleibt eben draußen. Du wartest also im Halbdunkel. Und während du wartest, siehst du zum ersten Mal, wie groß das ist, was hinter dieser Mauer liegt. Nürnberg hat um diese Zeit ungefähr 40.000 Einwohner. Das klingt nach wenig, aber es macht die Stadt zu einer der größten in ganz Deutschland. Nur Köln ist damals ähnlich groß. Wichtiger als die Zahl ist allerdings etwas anderes. Diese Stadt gehört keinem Fürsten, denn sie ist eine Reichsstadt. Das bedeutet, sie untersteht direkt dem Kaiser, und der Kaiser ist weit weg. Regiert wird sie stattdessen von einem Rat aus wenigen Familien, und diese Familien nennt man die Erban. Es gibt hier keinen Bischof, der mitredet. Es gibt keinen Herzog, der Steuern verlangt. Es gibt nur den Rat, und der Rat regelt wirklich alles. Er bestimmt, welches Handwerk erlaubt ist. Er bestimmt, wie breit ein Dach sein darf. Er bestimmt sogar, wer heiraten darf und wer die Stadt verlassen muss. Dann geht die Sonne auf und die Tore werden geöffnet. Das Erste, was dich trifft, ist der Lärm. Es sind keine Stimmen, sondern es ist Metall. Hunderte Hämmer, in unterschiedlichen Höhen, aus unterschiedlichen Richtungen. Nürnberg ist vor allem eine Stadt der Metallhandwerker. Hier arbeiten Rotschmiede, Nadler, Panzerhemdmacher, Zirkelschmiede und Kompassmacher. Es gibt Werkstätten, die nichts anderes herstellen als Fingerhüte, und andere, die nichts anderes herstellen als winzige Messingteile für Uhren. Diese Spezialisierung ist der eigentliche Reichtum der Stadt. Es ist nicht das Gold, sondern die Fähigkeit, etwas sehr Kleines sehr genau zu machen. Ein Kaufmann in Lissabon bestellt Nürnberger Ware, weil sie passt. Ein Bergwerk in Ungarn bestellt Nürnberger Werkzeug, weil es hält. Diesen Ruf kann man nicht kaufen, man muss ihn über Generationen erarbeiten. Am Hauptmarkt riecht es nach nassem Stein und nach Fisch. In der Mitte steht ein Brunnen, 19 Meter hoch, vergoldet, mit 40 Figuren darauf, Propheten, Kaiser und Helden. Die meisten Menschen, die hier einkaufen, können nicht lesen. Aber sie kennen jede dieser Figuren. Der Brunnen ist ein Buch für Leute ohne Buchstaben. Gleich daneben steht die Frauenkirche. Und dort, wo sie heute steht, stand vorher etwas anderes. An dieser Stelle lag die Judengasse der Stadt. Im Jahr 1349, während die Pest durch Europa zog, wurde die jüdische Gemeinde hier vernichtet. Über 500 Menschen starben, und man beschuldigte sie, Brunnen vergiftet zu haben. Der Rat wusste vorher davon. Der Kaiser hatte den Besitz der Ermordeten der Stadt bereits zugesagt, bevor diese Menschen tot waren. Auf dem frei gewordenen Platz wurde dann der Markt angelegt, auf dem du gerade stehst, und die Kirche daneben gebaut. Das ist die zweite Wahrheit über diese Stadt. Der Reichtum hat eine Herkunft, und nicht jede Herkunft steht auf dem Brunnen geschrieben. Wir gehen weiter, den Hügel hinauf, weg vom Lärm des Marktes. Hier oben, in einem Haus mit dickem Mauerwerk, wohnt ein alter Mann. Er ist 60 Jahre alt, er ist Arzt, und er besitzt etwas, das in dieser Zeit sehr ungewöhnlich ist, eine eigene Bibliothek mit über 600 Bänden. Das ist mehr, als manches Kloster besitzt. Der alte Stadtarzt trägt den Familiennamen Schädel und studiert hat er in Italien, in Padua.
Von dort hat er eine Überzeugung mitgebracht, die ihn von den meisten Ärzten hier unterscheidet. Er glaubt, dass man Wissen sammeln und ordnen kann. Genau das hat der Arzt dann getan. 7 Jahre lang trug er Texte zusammen, aus Chroniken, aus Bibeln, aus Reiseberichten. Daraus entstand jenes Buch mit den leeren Seiten. Es beginnt mit der Erschaffung der Welt und teilt die Geschichte in 6 Zeitalter. Und dann kommt das 7. Das 7. Zeitalter handelt vom Antichrist, von seinem Auftreten, von seiner Herrschaft, von seinem Sturz. Es ist bebildert wie alles andere in diesem Buch mit denselben klaren Holzschnitten. Und danach kommt das 8. und letzte Zeitalter, das jüngste Gericht. Man muss das ernst nehmen, denn für die Leser damals war es keine Fantasie. Für sie war es eher ein Fahrplan. Die leeren Seiten davor sind der Beweis dafür. Sie sagen dem Leser, hier ist noch etwas Platz, aber viel ist es nicht mehr. Und während dieses Buch entsteht, wird in derselben Stadt an etwas gearbeitet, das dieselbe Behauptung aufstellt. Nur eben nicht über die Zeit, sondern über den Raum. Der Rat gibt eine Kugel in Auftrag. Sie ist etwa einen halben Meter groß, aus Lehm und Leinen und Pergament, und darauf ist die ganze bekannte Erde gemalt. Es ist der älteste Globus, der bis heute erhalten geblieben ist. Geleitet wird die Arbeit von einem Kaufmann aus einer Nürnberger Familie, der zur See gefahren ist und Portugal kennt. Dieser Mann namens Beheim arbeitet mit denselben Gelehrten zusammen, die auch an der Weltchronik sitzen, und er beendet die Kugel im selben Jahr, in dem das Buch gedruckt wird. Auf dieser Kugel fehlt etwas. Amerika ist nicht darauf. Während die Maler in Nürnberg die letzten Küsten auftragen, geht auf der anderen Seite des Atlantiks ein Mann an Land, von dem hier noch niemand gehört hat. Halte das einen Moment nebeneinander. In einer einzigen Stadt, in einem einzigen Jahr, entstehen 2 Werke, die beide behaupten, vollständig zu sein. Das Buch sagt, so verläuft alle Zeit, und am Ende steht das Gericht. Die Kugel sagt, so sieht die ganze Erde aus. Das Buch irrt sich im Ende. Die Kugel irrt sich in der Mitte. Beide sind der beste Stand des Wissens, den ein Mensch damals haben konnte. Es ist auch kein Zufall, dass so etwas ausgerechnet hier gebaut wird. Wenige Jahre zuvor ist ein bekannter Sternkundiger in diese Stadt gezogen, und er hat seinen Umzug offen begründet, die besten Instrumente für seine Beobachtungen bekomme er nirgends sonst. Er richtet hier eine Druckerei ein, eine Werkstatt für astronomische Geräte und eine eigene Sternwarte. Von den Dächern dieser Stadt aus wird der Himmel vermessen, mit Messing, das ein paar Gassen weiter geschmiedet wurde. Dieselbe Genauigkeit, die Fingerhüte macht, richtet sich also nach oben. Und der Himmel ist in diesen Jahren kein ruhiger Ort. Wer ihn beobachtet, sucht nicht nur Zahlen, sondern auch Zeichen. Wenige Straßen weiter steht die Werkstatt, in der die Bilder für dieses Buch geschnitten wurden. Ein Holzschnitt entsteht so, man zeichnet ein Bild auf eine Holzplatte. Dann schneidet ein Formschneider alles weg, was weiß bleiben soll. Was stehen bleibt, nimmt Farbe an und wird gedruckt. Das Entscheidende daran ist die Wiederholbarkeit, eine Platte, 1000 Abzüge. Zum ersten Mal in der Geschichte kann ein einzelnes Bild in dieser Menge durch Europa wandern. In dieser Werkstatt hat auch ein junger Mann gelernt, dessen Name heute größer ist als der seiner Stadt. Der junge Maler heißt Dürer, und sein Vater war Goldschmied. Im Jahr 1498 hat er etwas gedruckt, das die Menschen erschüttert hat, 15 Blätter zur Offenbarung des Johannes, die Apokalypse. Darauf ist zu sehen, wie die Welt endet. 4 Reiter kommen über die Menschen, Krieg, Hunger, Seuche und Tod. Sie reiten nicht von fern heran, sondern sie sind schon da, mitten unter Männern und Frauen, die zu Boden gehen. Diese Blätter werden verkauft wie jede andere Ware. Wer sie kauft, hängt sich das Weltende an die Wand. Und jetzt rechne einmal nach. Das Buch vom Weltgericht erscheint 1493. Die Bilder vom Weltuntergang erscheinen 5 Jahre später. Und wir stehen mitten im Jahr 1500, einer runden Zahl. Es ist eine Zeit, in der Kometen als Zeichen gelesen werden, Missgeburten als Warnung und schlechte Ernten als Strafe. 8 Jahre vor diesem Tag ist etwas passiert, das dieses Denken bestätigt hat. Bei einem Dorf im Elsass fiel bei hellem Tag ein Stein vom Himmel. Er wog über 100 Kilogramm und schlug in ein Feld.
Der König ließ ihn bergen und in einer Kirche aufhängen, an Ketten, damit er nicht wieder davon fliegt. Flugblätter erklärten den Stein zum Zeichen. Der junge Maler aus dieser Werkstatt hat ihn auf die Rückseite eines seiner Bilder gezeichnet. Der halbe Kontinent rechnet in diesen Jahren damit, dass es bald vorbei ist. Am Nachmittag gehen wir zurück zum Markt, aber diesmal nicht hinauf, sondern hinunter. Unter dem Rathaus liegt das Loch. So heißt dieser Ort tatsächlich. Es sind 15 Zellen, in den Fels und unter das Gebäude gesetzt, und hier vollstreckt die Stadt ihre Untersuchungshaft. Eine Zelle ist etwa 2 Meter lang und ebenso breit. Boden, Wände und Decke sind mit Holz verkleidet, damit kein Laut nach draußen dringt und keiner hinein. Es gibt eine Pritsche, eine Bank und einen Kübel. Ein Fenster gibt es in diesen Zellen nicht. Auch kein kleines, überhaupt keines. Ein Gefangener sitzt hier in vollständiger Dunkelheit, oft in Ketten, und wartet darauf, dass über ihn entschieden wird. Manche warten hier unten mehrere Tage, manche deutlich länger. Und dann kommt der Teil, den man kaum glauben mag. Der Mann, der hier unten die Aufsicht führt, wird der Lochwirt genannt. Wirt, wie in einem Gasthaus. Denn genau das ist seine zweite Aufgabe, er verkauft den Gefangenen ihr Essen. Ein Gefangener muss seine Verpflegung nämlich selbst bezahlen und auch die Behandlung durch einen Arzt, falls er sie braucht. Wer Geld hat, bekommt besseres Essen, Decken und Licht. Wer keines hat, bekommt das Nötigste. Die Dunkelheit ist für alle gleich, alles andere ist eine Frage des Preises. In einem der Räume steht ein Stuhl mit Riemen. Hier wird verhört, und wenn es nötig scheint, wird die Aussage erzwungen. Das ist kein Ausrutscher und kein Geheimnis, sondern ein geregeltes Verfahren, aufgeschrieben, mit klaren Zuständigkeiten. Am Ende dieses Verfahrens steht in schweren Fällen ein anderer Mann, den die Stadt zwar anstellt, aber nicht anfasst. Der Scharfrichter wohnt außerhalb der Mauer, in einem eigenen Haus am Wasser. Viele Wirtshäuser darf er nicht betreten, und man reicht ihm nicht die Hand. Er wird gebraucht und gleichzeitig gemieden, ein Leben lang, und meistens gilt das auch noch für seine Kinder. Wenn er arbeitet, kommt die Stadt zusammen. Eine Hinrichtung ist öffentlich, sie wird angekündigt und sie ist gut besucht. Der Weg dorthin führt an derselben Kirche vorbei, an der am Morgen der Markt war. Es wird jetzt Abend und wir gehen noch einmal hinauf, zur Burg. Von hier oben siehst du das ganze Dach der Stadt, rot und dicht und ohne Lücke. Dazwischen stehen die Türme der beiden großen Kirchen und darunter fließt der Fluss, der die Stadt in 2 Hälften teilt. In dieser Burg liegt etwas, das Nürnberg mehr Ansehen bringt als aller Handel. Seit 1424 verwahrt die Stadt die Reichskleinodien, die Krone, das Zepter, den Reichsapfel und das Schwert. Einmal im Jahr werden diese Stücke öffentlich gezeigt. Menschen reisen wochenlang, um dann in einer Reihe zu stehen und sie für einen einzigen Moment zu sehen. Eine Stadt ganz ohne Fürsten bewahrt also die Zeichen des Kaisers auf. Man muss sich das klar machen, um zu verstehen, wie diese Bürger über sich selbst dachten. Die Sonne geht unter, und in den Gassen wird es zuerst still und dann eng. Nach dem Läuten werden die Tore geschlossen und Ketten über die Straßen gespannt. Wer jetzt noch unterwegs ist, der braucht einen guten Grund und ein Licht. Der Nachtwächter geht nun seine Runde. Er ruft die Stunde aus, und er ruft sie nicht, damit du die Uhrzeit weißt. Er ruft, damit du hörst, dass jemand wach ist. Denn die eigentliche Angst dieser Stadt heißt Feuer. 40.000 Menschen, Holz über Stein, Werkstätten mit offener Glut, alles auf engstem Raum. Ein Brand in der falschen Nacht, und der Reichtum von 200 Jahren ist Asche. Deshalb gibt es Vorschriften für Dächer, für Öfen und für Lampen. Deshalb geht ein Mann durch die Nacht und ruft. Und während er ruft, liegt oben im Haus am Hügel der alte Arzt zwischen seinen 600 Büchern. Er hat die Pest mit eigenen Augen gesehen und er weiß, wie schnell eine Gasse leer wird. Wenn die Seuche kommt, schließt die Stadt ihre Tore von innen. Betroffene Häuser werden gekennzeichnet, und wer sie betritt, kommt oft nicht wieder heraus. Ein Arzt wie er kann in solchen Wochen wenig ausrichten. Er ordnet an, er trennt, er zählt. Heilen kann er nicht. Er hat ein Buch geschrieben, das mit dem Ende der Welt aufhört, und er hat Seiten freigelassen für das, was bis dahin noch passiert. Was dann tatsächlich passierte, hat er zum Teil noch selbst erlebt.
17 Jahre nach diesem Abend schlägt ein Mönch in Wittenberg seine Thesen an. Die Reformation kommt und diese Stadt schließt sich ihr früh an. Sie verändert ihren Glauben, ihre Kirchen und ihre Schulen. Dann verschieben sich die Handelswege. Die großen Schiffe fahren um Afrika herum und über den Atlantik und eine Stadt mitten im Land liegt plötzlich nicht mehr in der Mitte. Und die Zeichen am Himmel hören auch nicht auf. 61 Jahre nach diesem Tag, an einem Morgen im April, sehen Menschen über dieser Stadt etwas Merkwürdiges. Kugeln, Kreuze und lange Röhren, die sich zu bewegen scheinen, kurz nach Sonnenaufgang, über eine Stunde lang. Ein Nürnberger Drucker bringt noch im selben Jahr ein Flugblatt heraus, mit einem farbigen Holzschnitt oben und einem langen Bericht darunter. Was diese Menschen damals tatsächlich gesehen haben, lässt sich heute nicht mehr sicher sagen. Als wahrscheinlichste Erklärung gilt eine Lichterscheinung in der Atmosphäre. Entscheidend ist ohnehin etwas anderes. Sie deuteten es sofort als Warnung. Fast 70 Jahre nach der Weltchronik lasen die Menschen den Himmel immer noch wie eine Nachricht, die an sie gerichtet war. Und gut 100 Jahre nach diesem Tag kommt jener Krieg, der 30 Jahre dauert. Nürnberg wird nicht zerstört, aber es wird ausgehungert und arm. Die Einwohnerzahl bricht ein, die Werkstätten schließen, und was danach übrig bleibt, ist eine kleinere Stadt. Das Ende der Welt ist also nicht eingetreten. Das Ende dieser Welt aber schon. Und was wurde aus dem Buch? Es existiert bis heute, in Bibliotheken, in Vitrinen, hinter Glas. Man kann die Seiten sehen, die Städte, die Kaiser, die 4 Reiter und das Gericht am Schluss. Und man kann auch die leeren Seiten sehen. In den meisten Exemplaren steht dort bis heute nichts. Kein Eintrag, keine Notiz, keine fremde Handschrift. 500 Jahre Geschichte sind an diesen Seiten vorbeigegangen, ohne dass jemand sie ausgefüllt hat. Sie warten noch immer darauf. Das war unser 3. Gang durch die Straßen der Zeit. Wenn du wissen willst, welche Stadt wir als nächstes betreten, dann schreib es in die Kommentare.